Das bin ich, David. Ich bin Naturfilmer und Ökologe. Wälder sind aus vielerlei Hinsicht unverzichtbar. Nicht nur für uns Menschen, sondern auch für viele Tier- und Pflanzenarten. Insbesondere natürliche Waldentwicklung ist dafür wichtig. In Deutschland machen aber zum Beispiel alte Buchenwälder nur noch 0,3% der Landesfläche aus. Aber was tun wir für unsere intakten Wälder? Dafür gibt es zwei politische Ziele. Dies ist zum einen das mehrfach diskutierte Ziel der 5% Wälder. Hier sollen insgesamt 5% der deutschen Wälder aus der forstlichen Nutzung genommen und eine natürliche Waldentwicklung ermöglicht werden. Während das 5%-Ziel auf Waldflächen beschränkt ist, widmet sich das sogenannte 2% Wildnisziel einem umfassenderen Schutzgegenstand. Insgesamt sollten hier 2% der deutschen Landesfläche bis Ende 2020 rechtlich geschützt werden. Insbesondere großflächige Wildnisgebiete wie Gebirge, Flüsse, Auen, Hochmoore, Küsten und Meere, aber natürlich auch große Waldgebiete sollen durch das 2% Wildnisziel geschützt werden. Ein ausgearbeiteter Kriterienkatalog zeigt dabei an, ob ein Gebiet zur Kulisse des 2% Wildnisziels beitragen kann. Nach aktuellen Einschätzungen wurden von den ursprünglich angestrebten 2% der Landesfläche lediglich bisher ca. 0,6% erreicht. Das bis Ende 2020 gesetzte Ziel von 2% konnte damit nicht einmal ansatzweise erreicht werden. Erfüllt ein Waldgebiet sowohl die Kriterien des 2% Wildnisziels als auch eines 5% Waldes, kann es zu beiden Gebietskulissen beitragen. Während die Größe der Gebiete in den 5% Wäldern eine untergeordnete Rolle spielt, ist es in den 2% Wildnisgebieten zwingend erforderlich, dass Wälder hier eine Größe von mindestens 1000 Hektar aufweisen. Ein weiterer, in meinen Augen wichtiger Unterschied ist im sogenannten Wildtiermanagement zu erkennen. In den 5% Wäldern wird gejagt, es findet also ein erheblicher menschlicher Eingriff statt. In den 2% Wildnisgebieten soll das natürliche Verhalten der Tiere nicht gestört werden. Aus diesem Grund ist Jagd im herkömmlichen Sinne in diesen Gebieten verboten. Nur in begründeten Ausnahmefällen darf ein sogenanntes Wildtiermanagement stattfinden. Ich hoffe, du verstehst jetzt ein bisschen besser, welche verschiedenen politischen Ziele es für natürliche Waldentwicklung gibt. Abonniere gerne meinen Kanal, wenn dir dieses Video gefallen hat. Bis bald. Tschüss.